Elektro mit c-sport.de. Hallo, da bin ich mal wieder und heute mit einem Next-Gen-Rad, wie man so schön sagt. Ihr kennt ja schon das Firewheel und da gibt es eigentlich nur einen Konkurrenten im Moment und das ist das Ninebot. Und das sieht wirklich sehr schön aus und hat doch ein ganz eigenes Konzept. Wir haben hier diesen schönen Gummigriff, den man ausklappen kann. Wir haben hier eine Ladebuchse, die ganz anders aussieht als bei den anderen Rädern. Die hat nämlich andere Pins. Man kann also das Netzteil von anderen Rädern hiermit nicht verwechseln. Wir haben hier sehr komfortable Polster, die sind wirklich richtig dick. Und bei den Pedalen hat man sich auch richtig Mühe gegeben. Die mögen auf den ersten Blick etwas glatt aussehen, aber es sind sie überhaupt nicht. Denn hier kommt der Gummi direkt aus den Pedalen raus. Und der Gummi ist hier in diese Pedale eingearbeitet. Also schon sehr aufwendig gemacht. Nicht nur einfach ein Gussteil, das ist hier richtig verschraubt. Da hat man sich richtig doll Mühe gegeben. Und ganz allgemein, die Qualität vom Ninebot, die ist wirklich hervorragend. Hier sind keine Spaltmaße, hier kommt nichts irgendwie eine Kante hervor oder ähnliches. Das ist wirklich genial, diese Qualität, das ist aus meiner Sicht eines der besten Räder, das ich überhaupt gesehen habe. Diese glänzende Oberfläche, die mag zwar Kratzer nicht verzeihen, aber dafür sieht sie wirklich toll aus und die fasst man gerne an. Das Ninebot One hat eine App fürs Handy, die zeigen wir euch gleich mal im Detail und die ist richtig interessant, denn damit können wir das Rad nicht nur abschließen, wir können die Geschwindigkeit limitieren, wir können unseren Akkustand angucken und diverse Fahrdaten, Kilometerstand, Reichweite etc. So, wir zeigen euch jetzt mal die Ninedroid App, die ist nämlich echt interessant, weil wir das bei keinem Rad so gut bis jetzt haben. Und ich bin jetzt schon verbunden und unser Testproband steht auf dem Rad. Und als erstes seht ihr hier schon mal die ganzen Werte, die hier so stattfinden im Rad. Also die Leistungsaufnahme, der Rufen pendelt ja. Wir sehen hier parallel die Leistung, die aufgenommen wird. Wir sehen den Kilometerstand, die Temperatur, den Akkustand. Ja. Und jetzt gibt es eine super Einstellung und zwar können wir den Härtegrad dieses Rades verändern. Das geht unter dem Menüpunkt Riding Model. Und jetzt sind wir auf Hard und Rufen, geh doch mal vor und zurück mit dem Rad. Man sieht also, es knickt überhaupt nicht ein. Und jetzt verstelle ich diesen Modus auf Soft. Und dazu muss das Rad aber neu gestartet werden. Und jetzt bitte nochmal das gleiche von zurück. Und jetzt sieht man schon deutlich, wie doll das Rad einknickt. Also es ist jetzt super weich, weicher als das Firewheel übrigens. Also der Modus ist schon sehr speziell. Aber wie gesagt, es gibt ja hier verschiedene Zwischenstufen. Man muss nicht ganz hart, nicht ganz weich. Man hat 10 verschiedene Stufen, um dieses Rad einzustellen. Ganz toll ist zum Beispiel die Funktion des Diebstahlschutzes. Stell doch mal bitte das Rad jetzt ab. Und ich drücke jetzt hier auf das Schloss. Das Rad ist abgeschlossen. Und wenn man jetzt das Rad bewegt oder wegnimmt, dann piept das Rad. Und mein Handy vibriert auch. Und auch die LEDs leuchten die ganze Zeit. Und zwar in Rot und in Blau. Das ist also ein Diebstahlschutz und keiner kann das Rad unbemerkt wegnehmen. Und obwohl man das Rad jetzt ein- und ausschaltet, bekommt man es nicht eingeschaltet. Man kann damit nicht fahren, solange bis ich es jetzt wieder entlocke. Das mache ich mal. Wieder auf das Schloss hier unten links drücken. Und jetzt ist wieder alles okay.
und der könnte jetzt weiterfahren. Damit kommen wir gleich zum nächsten Punkt. Wie schnell ist denn das Ninebot One eigentlich? Ja, und das fährt 20 oder über 20 km/h und es warnt auch erst ab 20 km/h. Es geht also nicht erst schon vorher in die Warnstufe, wie beim, sagen wir mal, beim Airwheel, sondern das Rad warnt erst ab 20 und dann wissen wir haben das Maximum erreicht und können unsere Geschwindigkeit anpassen. So, wir machen jetzt den Geschwindigkeitstest und da sehen wir schon gleich über 20 und das Schöne beim Ninebot ist, dass das Geschwindigkeitswarnsignal erst ab 20 km/h kommt und sich auch erst ab da die Pedale nach oben neigen. Ja, der Einschaltknopf, der Powerknopf, der kommt hier recht bescheiden daher. Allerdings ist das nur ein Taster. Das bedeutet, der kann während der Fahrt nicht rausspringen, denn das ist eben nur ein Taster und der regelt die ganze Sache elektronisch. Und das war es eigentlich, wenn nicht noch diese wunderbaren LEDs hier an der Seite wären. Die zeige ich euch nachher mal im Dunkeln, weil es hier im Hellen schwer zu sehen ist für die Kamera. Allerdings fürs menschliche Auge kann man die auch bei Sonnenschein wahrnehmen, diese LEDs. Die zeigen übrigens auch den Akkustand an. Und zwar, wenn der Akku leerer wird, dann fallen diese LEDs nicht nur optisch ab, sondern sie gehen von grün über gelb nach rot. Und die Farben, die sind nicht etwa willkürlich, sondern die kann man direkt konfigurieren. Man kann zum Beispiel sagen, wenn man bremst, dass die LEDs angehen. Die zeigen natürlich den Akkustand an, das wisst ihr ja schon. Und man kann die Farben frei wählen während der Fahrt. Und da gehen wir mal dazu in die App rein. Und hier gibt es die Light Settings. Und jetzt kann ich direkt sagen von mir, ich will das Rad, was haben wir gerade, grün, dann mache ich es jetzt mal auf rot. Und dann sieht man es auch gleich direkt in rot. Also es reagiert in Echtzeit. Oder wieder grün oder blau oder gelb. Oder wir haben hier voreingestellte Farbreihenfolgen, zum Beispiel Colorful Breath. Ja, und dann würde das sich hier entsprechend ändern, je nach Einstellung. Der Griff ist wirklich ergonomisch geformt und damit fässt er sich richtig gut an. Er drückt nicht, er ist angenehm und ja, wenn man ihn einklappt, verschwindet er. Insofern ist er wirklich gut gelungen. Eine Besonderheit, wir haben zwar kein Licht vorn und hinten, wie beim Firewheel beispielsweise, aber wir haben hier überall Gewinde und dort kann man bestimmtes Zubehör anbauen, unter anderem eben auch Licht.
Diese Reflektorstreifen hier an der Seite und vorn und auch hinten, beziehungsweise hinten und vorn, die haben wir selber angebracht, aus Gründen der Verkehrssicherheit. Die gehören nicht dazu. Normalerweise wäre das hier durchgehend schwarz. Ja, um an das Ventil ranzukommen und die Luft aufzupumpen, was ihr hoffentlich immer alle macht, denn man sollte ja so 3 Bar aufwärts fahren, müsste man diesen Plastikring hier rausnehmen. Das ist aber nicht schwer. Hier sind solche Einkerbungen. Da kann man ganz vorsichtig mit einem Schraubenzieher reingehen oder mit einem flachen Gegenstand und diesen Ring entfernen. Und dann kommt man an das Ventil ran und kann es ganz normal aufpumpen. Ein Testtag ist vorüber und das Ninebot hat einen wirklich positiven Eindruck bei uns hinterlassen. Wir haben hier die große Version getestet mit 240 Wattstunden und die haben unseren Testfahrer mit 85 Kilogramm sichere 16 Kilometer gebracht bei sportlicher Fahrweise. Wenn ihr also leichter seid oder langsamer fahrt, dann kommt ihr auf jeden Fall weiter. Dieser positive Eindruck begann übrigens schon beim Auspacken, denn Ninebot verzichtet auf Kunststoff und setzt stattdessen auf recycelbare Materialien in der Verpackung. Das sollten wirklich alle machen. Etwas unangenehm fällt das Gewicht auf. Es ist nicht wirklich leicht und der Griff ist zwar schön anzufassen, man hat aber den Eindruck, er rutscht einem manchmal so ein bisschen aus der Hand. Die App hingegen ist eine tolle Sache, wenn man die Daten begrenzt. Wir haben festgestellt beim Test, dass die App etliche Daten wegschicken wollte und da solltet ihr bei eurem Android oder iPhone die Daten einfach begrenzen, denn ich glaube, es ist nicht notwendig, dass Ninebot irgendwelche Daten ins Netz schickt. Das Ninebot One fuhr sich auch für mich sofort sicher und vertraut. Man hatte gar keine Probleme, auf das Rad umzusteigen und das, finde ich, ist immer ein gutes Zeichen. Alles in allem eine hervorragende Qualität und ihr könnt es übrigens auch in meinem Webshop kaufen. Elektro mit C-Sport.de